Manche freuen sich über den Sieg, ich nicht. Es war eine Schande, ehrlich gesagt. Da werden wir gleich zukommen, warum, weshalb. Arda Güler wurde mal wieder ausgewechselt in der 71. Kommt mir bekannt vor. Und wir reden noch mal kurz über die Pressekonferenz vorher. Unser Trainer hat ja da einige Sachen von Stapel gelassen. Ganz ehrlich, Hala Madrid, mein Name ist Dennis, schön, dass ihr dabei seid. Hier seid ihr richtig. Ja, 30 Jahre Leidenschaft für Real Madrid. Folgt mir bitte, das wird mir weiterhelfen und euch natürlich auch, damit wir in Zukunft hier richtig schön weiter talken können. Ja, Freunde, das Spiel gestern 2-1, ja, gewonnen, schön. Aber es war für mich einfach eine Schande. Das war einfach nicht Real Madrid. Weil ganz ehrlich, wie kann man, ich muss aufpassen, dass ich heute, wie kann man versuchen, 6, 7, ich weiß nicht wie oft, 11 Meter rauszubekommen, um unbedingt gegen einen, der gegen den Abstieg spielt, Gegner wie Rayo, wie kann man dort immer ein Elfer versuchen zu bekommen? Kann man das nicht vorher schaffen? Nein. Ganz ehrlich, das hat noch gefehlt aktuell. Ja, okay, wir haben gewonnen, aber ich gucke hier wieder mal ganz kurz rein. 57% Ballbesitz zu Hause. Was ist das? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und dann, ich bin fast explodiert vom Fernseher. Elfmeter schinden, noch einen Elfmeter haben wollen, diesen Elfmeter. Und ganz zum Schluss haben wir ja einen bekommen. Ob der nun gerechtfertigt war oder nicht, das mit den Beinen und so, ja, finde ich schon, kann man so nehmen. Aber ist das wirklich real-like, dass man gegen Rayo das so nicht anders schafft? Ja, okay, ich weiß, dass wir in einer Situation stecken, die nicht gut ist. Aber Freunde, so, nee. Ich weiß nicht. Ich habe auch schon wieder, nach 5 Minuten habe ich schon wieder gesehen, wieso lassen sie eigentlich Rayo zu Hause spielen? Die hätten eigentlich 90 Minuten gegen die Wand gespielt werden müssen. Punkt. Da gibt's überhaupt keine Diskussion bei mir. Was gibt unser Trainer eigentlich da für Vorlagen? So. Da kann ich nämlich wirklich sagen, okay, die ganzen anderen Scheißspiele liegt an der Mannschaft selber, weil Alonso ist weg, Ancelotti, das kann einfach nicht an den Trainer liegen. Aber ganz ehrlich, der Trainer muss auch irgendwas vermitteln. Ich glaube nicht, dass er das kann. Jetzt könnte man sagen, okay, er hat ja auch noch keine großen Profis mit so einem großen Egos trainiert. Ja, bla bla bla, wissen wir, okay. Aber man muss das ja ein bisschen hinkriegen. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann muss Perez irgendwann mal was machen. Aber ich habe das Gefühl, er sitzt natürlich da oben und ist guckt da in so böse rein, ja, aber ändern tut das anscheinend. Na gut, er macht vielleicht, wie gesagt, ich sagte ja, Real macht viel im Hintergrund, wir wissen wir nicht. Aber irgendwann muss doch mal was passieren. Das Spiel war für mich eine Katastrophe. Man könnte sagen, ja, freuen, 3 Punkte. Ja, okay, freue ich mich, 3 Punkte. Das stimmt, ja, wir haben 3 Punkte. Gut, wichtig gegen Barca. Aber nicht so. Nicht so. Ne? Und was ich noch im Intro vergessen habe, wir spielen ja auch noch gegen Benfica 2 Spiele. Wir haben ausgelost bekommen, wieder Benfica. Herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Herzlichen Glückwunsch. Das wären 2 harte Spiele. Vor allem, wenn wir so spielen. Vielleicht schießt der Torhüter ja dann nochmal 2, 3 Tore gegen uns. Ganz ehrlich, Freunde. Das ist zwar ein bisschen Sarkasmus, aber der Sarkasmus ist langsam ein bisschen ernst gemeint. Und wir gehen nochmal auf die Spieler ein. Jetzt mal ganz kurz. Guck mal. Ganz ehrlich. Mbappé hat hier eine 8,1 bekommen. Also ganz ehrlich, nur weil er das Tor geschossen hat. Gestern war er eine ganze Weile überhaupt nicht zu sehen. Vini Junior 8,3. Ich habe ja beim Tor, bevor er das Tor gemacht hat, er ging auf das in Strafraum. Ich habe gesagt, spiel doch ab. Aber hat ein geiles Ding gemacht. Bellingham verletzt. Ne? Da bin ich gar nicht zugekommen im Intro. Guck mal auf, das ist voll einfach das Video. Bellingham verletzt. Für viele wird das jetzt freuen. Er ist erstmal weg. Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Tchouaméni, Hausen 7,2. Naja, das ist hier alles ein bisschen sehr hoch bewertet, finde ich. Kamavinga war eigentlich ganz gut, ja. Güler 7,2. Ja, war nicht gestern, also natürlich klar, kamen ein paar gute Dinger rein, hat auch gemacht, aber man kannte ihn natürlich besser. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber, apropos Güler, wie gesagt, da kommen wir auch nochmal zu. Wir kommen kurz zu Bellingham, der ist verletzt. Muskelriss etc. steht erstmal, ich weiß gar nicht, ist das jetzt fest schon? Muskelriss, weil ich bin nach so einem Spiel habe ich immer so die Schnauze voll erstmal. Auch wenn ich hier so einen Kanal habe, macht klar. Aber ja, es macht doch nicht, wenn es einen Tag später kommt. Muskelriss gehen die ja von aus, das habe ich als letztes gelesen, erstmal 1 Monat weg eventuell. Ja, das wird einigen freuen, vor allen Dingen das, was ich so lese und vielleicht auch Arda Güler. Mal gespannt jetzt, wie er aufgestellt wird, wenn Bellingham nicht da ist. Jetzt wird's lustig, ne? Genau. Ja,
Und zum Thema, zu Arda Güler kommen wir noch. Diese Pressekonferenz, weil ich ja eben gerade noch unseren Trainer angesprochen habe, er muss den Spielern ja auch irgendwas vermitteln. Wenn man natürlich den Spieler vermittelt, du spielst immer, egal wie scheiße du spielst, so wie Bellingham, Vinny, Mbappé und so. Klar, Mbappé können wir rausnehmen. Macht ja seine Dinger und da können wir gar nicht meckern. Aber Vinny und Bellingham, wenn du den vermittelst, ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ihr spielt so und so immer. Was ist das für eine Aussage? In der Presse kommt öffentlich, dann, wenn die Spieler kriegen das doch mit, ja, dann können sie machen, was sie wollen. Und andere Spieler können sich reinkloppen und kriegen gar nicht die Chance. Also da läuft, ich glaube auch nicht mal, dass er das bis zum Ende der Saison schafft. Ich glaube das nicht. Weil ich weiß gar nicht, wie das enden. Ich weiß nicht, wie das enden soll. Wir stehen immer noch in der Champions League da. Wir haben noch die Chance, Meister zu werden. Ja, bla. Aber das wäre alles, weiß ich nicht, wenn das so kommt, ob das alles so also wie könnte das kommen? Und die spielerische Leistung. Mann, wir werden und die Welt schaut auf Real Madrid. Und wenn wir so gewinnen und wieder das war ja die 100. Minute, kriegen wir den Elfmeter. Es war ja 9 Minuten Nachspielzeit, okay, da brauchen wir gar nicht meckern. Das ist so und so neu, dass man die ja ein bisschen länger nachspielen lässt. Das ist mir so und so in der letzten Zeit aufgefallen, dass das ein bisschen wieder zurückgefahren ist. Aber wenn man die Auswechslung, die Zeitspiel und so weiter, das muss ja immer, auch früher, wo das noch nicht so war, Auswechslungen muss immer nachgespielt werden. Und es sind ja genug Auswechslungen, also sind die 9 Minuten gerechtfertigt bei jedem Spiel. Ich sage das jetzt nicht, weil es Madrid war. Ne? Aber ich habe echt gedacht, spielerisch hätten wir auch noch 2 Tage spielen können. Sie hätten das nicht hingekriegt. Sie hätten das Tor nicht gemacht. Und das kann es nicht sein. Und dann immer 11 Meter. Und wie sie sich denn gefreut haben. Digga, Mann, das kannst du nicht. Uns guckt die Welt zu und das mit Madrid freut sich gegen einen gegen einen, der gegen den Abstieg spielt, fast. Oh ja, wir kriegen 11 Meter, wir gewinnen das Spiel vielleicht noch. Das kann's einfach nicht sein. So, und jetzt zu Arda Güler. Er wurde ausgewechselt, wieder mal, in der 71. Minute. Das ist ungefähr mal so. Ich habe schon gedacht, na pass auf, jetzt kommt Auswechslung Arda Güler. Und wieder, jedes Mal. Wissen wir, dass der Trainer in der 70. zwischen der 70. und 75. oder 80. meinetwegen Arda Güler auf jeden Fall auswechselt. Egal wie gut er ist. Er könnte wahrscheinlich 3 Tore machen, könnte eine 10.0 bekommen Bewertung und einfach das ganze Spiel komplett auseinandernehmen. Er würde ausgewechselt werden. Da können wir jetzt schon mal von ausgehen. So. Und das ist das allerletzte. Das allerletzte. Was ist das nach was geht der? Dann sind wir nämlich genau, ne, das hat ja auch, glaube ich, der Mario gesagt, dann sind wir genau da, was Ancelotti zu seiner schlechten Zeit gemacht hat. Der hätte mir Arda Güler gar nicht spielen lassen. So, jetzt erklärt mir das bitte, schreibt in die Kommentare, ich kann das einfach alles nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, er nimmt grundsätzlich die Schlechteren raus. Die Guten raus. Mann, das nervt mich alles. Er nimmt die besten Spieler raus und so weiter und so fort. Hat Camavinga eigentlich durchgespielt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Nee, ne? Camavinga, kann ich das hier sehen? Ich gehe mal kurz rein. Ersatzspieler. Ach, die Seite hier ist wieder, hier ist wieder nichts zu sehen. Kann ich wieder alles. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf eine andere Seite zu gehen. Vergessen wir das, egal. Auf jeden Fall, er nimmt Spieler raus, Valverde war auch noch ganz in Ordnung, aber den hat man wieder nicht gesehen. Ich hoffe, dass in Zukunft oder in der neuen Saison, wenn alles hinten ordentlich ist und so weiter und so fort, dass er wieder irgendwie anders, so dass er auch mal ein bisschen auffällt. Das wäre schon mal ganz wichtig, ja. Aber wie gesagt, nochmal. Spielerische Leistung schlecht in meinen Augen. Ja, wir haben 3 Punkte, wir haben gewonnen, aber wie haben wir sie geholt? Geht gar nicht. Nur Elfmeter versucht rauszufinden. Wenn der alle Elfmeter gegeben hätte, der Schiri war wirklich gut, ehrlich gesagt. Er war gut. Ne? Wir gehen das von Foul, hat er sofort rot gezeigt. So, heftiges Foul. Mann. Und, aber Rayo war auch nicht mehr ganz dicht, ne? Die spielen schon da unten und dann holen sie sich 2 rote Karten. Kann man auch nicht verstehen. Aber all das, was passiert ist, und Arda Güler wieder ausgewechselt oder die üblichen eingewechselt, dann einfach unüberlegt, Hauptsache wir wechseln aus. Ich kann das verstehen, wenn Arda gestern ist er ruhig geblieben.
Und gestern ist er ruhig geblieben, aber ich kann es verstehen, wenn er es nicht macht. So, jetzt könnt ihr, oder seid ihr dran, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so dieser ganzen Situation haltet. Auch wieder mit den typischen, mir ist aufgefallen, immer zur selben Zeit. Immer zur selben Zeit wird er ausgewechselt. So, und Pressekonferenz müsst ihr eigentlich nichts zu sagen, aber es ist doch alles nicht... Ich weiß, wenn eine Saison schwierig ist. Ich kann das alles nachvollziehen. Wenn das erstmal nicht klappt, klappt dies auch nicht. Dann klappt das nicht, ja. Aber versucht doch nicht, das sind ja schon Versuchte, das sind ja schon Verzweiflungsversuche zu gewinnen, wenn man Elfmeter rausschinden möchte. Also Vinny hat sich da, er war gut gestern, aber diese Schwalben und auch MAP, das sind unnötige Sachen. Da abzuheben und unbedingt einen Elfer zu bekommen zwischendurch. Das ist nicht so das mache ich nicht. Da muss schon sowas mit den Elfmetern, muss mal was geändert werden. Egal, überall, ne? Das ist mir einmal ein bisschen berühren, Elfmeter. Come on, Freunde. Ja, das war's, Freunde. Wie gesagt, abonniert mich, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mal sehen, hören wir uns ja bald wieder, ne? Und ich bin ja fast täglich am Start, wenn was natürlich zu betalken ist. Und dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel gehalten habt und von Arda Güler, diese Auswechslung, die typisch ist und überhaupt dieses Elfmeter-Dings. Also, ich verstehe es einfach nicht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bald wieder, Freunde. Also, Hala Madrid und bis zum nächsten Mal.